Lohnt sich eine Investition in die Emerging Markets? Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Wir beleuchten heute mal zusammen die Schwellenländer, die eben ja auch Emerging Markets genannt werden. Das sind auch Länder, die sich im Übergang praktisch von einem Entwicklungsland zu einem Industriestaat befinden und die zeichnen sich üblicherweise durch wirklich hohes Wirtschaftswachstum aus und eben auch ja, durch eine zunehmende Industrialisierung. Und gerade das ist ja für uns spannend, denn an der Börse geht es ja einfach auch um Wachstum, also wo viel Wachstum herrscht, wo Gewinne erzielt werden und die natürlich auch gesteigert werden. Da gibt es auch die meistens höchste Rendite. Also es geht hier um Länder mit rascher wirtschaftlicher Entwicklung und Industrialisierung. Beispiele dafür wären ja sowas wie China, Indien, Brasilien. Da gibt es natürlich auch noch andere wie Mexiko, Peru. Ähm, Vor allem dann natürlich auch in Regionen wie Afrika. Da sind sehr, sehr viele Entwicklungs- bzw. auch Schwellenländer dann angesiedelt. Gucken wir uns mal ein bisschen die Klassifikation zuerst an. Also wir sehen hier links die entwickelten Märkte. Dazu gehört dann auch sowas wie natürlich Deutschland oder die USA. Dann Schwellenländer sind hier in Amerika, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru, haben wir gerade schon gesehen. In Europa, ja, hier sogar Tschechien, Ägypten, Griechenland, Ungarn und dann gibt es noch was wie Frontier Markets. Also das ist nochmal eine Abstufung davon, ist jetzt die Klassifikation von MSCI. Also um nochmal hier einzuschätzen, bei uns geht es jetzt hier um diese Emerging Markets, die so ja, zwischen den ja, relativ entwickelten Ländern, zwischen den Industriestaaten stehen und den Staaten, die noch wirklich ja, ganz weit weg sind von einer wirklich breitflächigen Industrialisierung. In erster Linie geht es ja auch viel um China, Indien, Brasilien, aber auch Taiwan. Werden wir jetzt dann auch gleich sehen, werfen wir jetzt auch gleich einen Blick drauf auf die einzelne Gewichtung. Können wir uns jetzt auch hier anschauen. Also die 10 größten Positionen hier jetzt in diesem Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, die bestehen aus Platz 1 Taiwan Semiconductor, dann kommt Tencent, dann Alibaba, Meituan, HDFC Bank, Reliance Industries, Infosys, Hon Hai, China Construction und PDD Holdings. Und wenn wir uns hier rechts mal die Verteilung nach Ländern anschauen, sehen wir, dass der größte Anteil hier bei diesen Emerging Markets von China ausgemacht wird mit 27,26%. Also ja, das ist ja schon fast ein Drittel dieses ETFs wird von China abgedeckt, beziehungsweise ja, ein Viertel ist es. Danach kommt Indien mit 21,04%, also nochmal knapp ein Viertel, und dann Taiwan mit 19,13%. Heißt, wenn wir diese drei Länder zusammenrechnen, haben wir 48, haben wir 67%. Also wir haben hier schon einen wirklich hohen Anteil auf diesen drei Ländern. Danach werden die prozentualen Aufteilungen ganz gering. Also Brasilien dann nur noch mit 4,33%, dann Saudi-Arabien 4,09%. Also da wird es dann schon sehr, sehr kleinteilig auch. Also wir können festhalten, wenn man jetzt so ein Emerging Markets ETF sich holt, wie es jetzt hier von Vanguard einer hier ist, dann investiert man tatsächlich in erster Linie in China, Indien und Taiwan. Das kann sich natürlich jetzt je nach Anbieter auch noch mal ein bisschen ändern, weil wir haben ja gerade gesehen, also diese Klassifizierung kann natürlich auch jeder Anbieter noch mal für sich extra machen. Also gerade haben wir die von MSCI gesehen, jetzt haben wir mal hier den ETF von Vanguard. Also nicht ganz genau nehmen, aber grob gesagt sind jetzt das hier die drei wichtigsten, drei größten Ländergewichtungen. Und ja, das spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle, wie praktisch diese Indexanbieter die Welt in Kategorien eben einordnen. Also was ist ein Developed Market, was ist ein Emerging Market, was ist ein Frontier Market. Und je nachdem kann sich natürlich auch die Zusammenstellung eines ETFs ändern. Ja, bevor wir jetzt gleich weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt, lass doch gerne ein Abo für diesen Kanal da. Ist natürlich absolut kostenlos. Gerne auch Daumen nach oben, wenn du dieses Thema hier spannend findest. Ja, ich bringe immer wieder sehr, sehr interessante Videos auch zu Themen raus, die den einen oder anderen von euch definitiv interessieren. Also, wenn es dir gefallen hat, beziehungsweise dieses Video du spannend findest, gerne Daumen nach oben da lassen. Auch gerne deine Meinung zu den Emerging Markets mal in den Kommentaren da lassen. Ja, also zusammengefasst jetzt nochmal hier zu China, Indien und Taiwan. Klar,
Tendenziell gibt es da ein höheres Wirtschaftswachstumspotenzial und es bietet natürlich auch uns als Kapitalanleger eine Möglichkeit zur Diversifikation des Anlageportfolios, weil wenn wir in erster Linie in Europa und in den USA investieren, sind wir natürlich jetzt auch von diesen beiden Kontinenten letztlich abhängig. Also einfach auch um geografisch so ein bisschen eine Diversifikation zu haben, da kann dann doch so ein Emerging Markets ETF eine sehr, sehr spannende Anlage auch sein. Man muss aber auch sagen, also diese ETFs bzw. diese Länder, die haben einen ganz anderen Risikofaktor. Also erstens mal, die werden meistens durch eine sehr hohe politische Instabilität getrieben. Das schwächt natürlich auch die Wirtschaftsleistung. Die sind meistens relativ korrupt. Es gibt extrem hohe Währungsrisiken, die schauen wir uns auch noch ganz genau an. Und da kommen natürlich dann auch schwankende Wechselkurse mit rein, die dann natürlich auch die Rendite drücken können. Und vor allem ist die Marktliquidität im Vergleich zu Märkten wie Europa oder ja, S&P 500, Nasdaq wirklich also gering, verschwindend gering, ist natürlich zusätzlich dann nochmal eine Hürde, aber dennoch, also ja, es ist eine Anlagemöglichkeit, jetzt eben hier über ETFs, Fonds, die diesen Emerging Markets abbilden oder dann auch eine Direktinvestition in einzelne Aktien. Das ist natürlich auch grundsätzlich möglich. Da habe ich jetzt dann auch kleine Einzelaktie dabei, die ich euch mal vorstellen möchte. Jetzt gucken wir uns aber erst erstes mal hier den Chart an vom Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und da könnt ihr eigentlich auch schon feststellen, also dieser ETF läuft seit gefühlt Jahrhunderten seitwärts, also keine richtige dynamische Entwicklung nach oben oder nach unten. Es wird hier wirklich schon ewig lang seitwärts tendiert. In dem Zeitraum davor haben tatsächlich aber die Emerging Markets, ja, die Developed Markets outperformed. Also wir haben jetzt diese Divergenz erst so seit 15 Jahren ungefähr. Davor war das Bild ein anderes. Also hier hat sich auch was am Markt einfach geändert. Wenn wir die Dividenden mit einrechnen, sieht es so aus, da sieht es schon mal ein bisschen besser aus. Ist natürlich immer noch eine deutliche Underperformance gegenüber zum Beispiel dem US 500 oder gar dem Nasdaq, ganz klar. Aber wenn wir die Dividende ausrechnen, also dann war dieses Investment, zumindest jetzt hier, wenn wir uns den Zeitraum von 2005 anschauen, in den letzten 20 Jahren, ja, unglaublich schlecht. Also war ein unglaublich schlechtes Investment und wer da beteiligt war und hat sich gedacht, ja, Emerging Markets, die müssen ja, mehr wachsen, da muss mehr Gewinn drin sein, weil einfach das Wachstumspotenzial höher ist. Der hat sich hier schon opportunitätskostenmäßig stark verbrannt. Und es ist jetzt eben die Frage, kann sich das nochmal wenden? Kommen wir wieder in eine Phase zurück, wo Emerging Markets wieder besser laufen als Developed Markets? Das ist die Frage, die kann keiner beantworten. Also für mich ist auf jeden Fall dieses Chartbild ja, eigentlich sehr abschreckend, finde ich nicht gerade interessant und für mich überwiegen da eigentlich auch die Risiken. Klar, aber es ist ein bedeutender Index, der auch ja, doch von vielen Anlegern geschätzt wird und klar, man kann auch damit die Performance von Schwellenländern messen. Also es ist durchaus auch ein ETF, der eine Daseinsberechtigung hat auf jeden Fall. Und gerade eben zur Diversifikation, glaube ich, kann das sehr, sehr gut beitragen. Und ja, ist auch völlig klar. Also diese Schwellenländer, die werden zunehmend auch zum globalen Wirtschaftswachstum etwas beisteuern. Das ist ganz klar. Und eine dynamische Entwicklung dieser Märkte führt dann dort auch dazu, dass entwickelte Märkte ja, weiter steigen, weiter wachsen. Also das sind alles auch Synergien dadurch, die dadurch entstehen. Es ist also nicht so schwarz-weiß-denken. Jetzt gucken wir uns aber China an. Also wir haben schon mal über den Hang Seng gesprochen. Gerne mal auschecken das Video. Da haben wir auch tatsächlich über diesen Kursanstieg hier geredet. Den habe ich auch antizipiert. Also wen das interessiert, gerne nochmal anschauen. Ja, wer sich jetzt wundert, dass der Hang Seng hier oben steht, hat das Video nicht gesehen. Also gerne nochmal auschecken. Wir sind hier auf diesem sehr, sehr wichtigen Level gedreht, sehen aber auch, dass der Hang Seng sich hier seit 20 Jahren gefühlt auch seitwärts bewegt hat. Wir sehen auch das Chartbild jetzt hier in Hongkong-Dollar. Da kommen wir jetzt auch schon zu diesem Thema Währungsrisiko. Wenn wir das ganze Thema hier, den ganzen Index jetzt mal auf US-Dollar umschalten, dann sehen wir eigentlich, was für eine horrend schlechte Performance der Hang Seng in US-Dollar gemacht hat, nämlich seit 2007 genau nichts an Rendite, null, nada. Ja, und wenn ich jetzt darauf, klar, sollte jetzt nicht die einzige Investitionsentscheidung sein oder das einzige Argument, aber wenn ich dann das hier sehe und weiß, ja, im Emerging Markets ETF macht der über ein Viertel aus, dann finde ich das schon sehr abschreckend, muss ich jetzt persönlich sagen.
Also da kommt einfach dieses Währungsrisiko nochmal zum Tragen. Diese Hongkong-Dollar oder chinesische Yuan oder ähnliches, das sind einfach nicht so stabile Währungen wie der US-Dollar oder der Euro. Also da muss man einfach auch unterscheiden. Das gleiche sehen wir auch beim Nifty 50. Sehr, sehr spannender Index, ist tatsächlich von den Emerging Markets persönlich mein Favorit, mein favorisierter ETF. Es sind also die 50 Unternehmen in Indien gelistet. Wenn wir das hier in indischen Rupien anschauen, Rupees, dann sehen wir hier einen wunderschönen langfristigen Aufwärtstrend. Also der glänzt wirklich förmlich. Also gefällt mir wirklich hervorragend. Wenn wir uns dieses Bild jetzt mal im Vergleich anschauen zu der Kursperformance des US-Dollar-Charts, also dann wird die Rendite erheblich geschmälert. Also wenn ihr euch das anschaut, ist es grundsätzlich immer noch im Vergleich zu einem zum Hang Seng ja, ein durchaus schönes, attraktives Chartbild. Aber wenn wir die normale Heimatwährung nehmen, da sieht es ja viel, viel besser aus. Also das ist schon ein erheblicher Unterschied und da wird einfach auch deutlich, was hier für ein Währungsrisiko drinsteckt in diesen Emerging Markets. Dennoch für mich, also mein Favorit auf jeden Fall dieser Nifty 50, das zum Beispiel als Sparplan umzusetzen, um auch irgendwo 5% vielleicht in Emerging Markets drin zu haben, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das Sinn machen kann, aber natürlich keine Anlageberatung. Also ist nur persönlich meine Meinung, dass jetzt hier Indien wohl der attraktivste Markt wäre. Das muss man natürlich dann noch genauer recherchieren. Wie sieht es aus mit Wirtschaftswachstum etc. Der drittwichtigste war ja Taiwan. Hier sehen wir auch jetzt gleich, dass der Index schon in US-Dollar gelistet ist. Und auch hier sehen wir ja, die Performance war gar nicht mal so schlecht. Man muss aber auch sagen, wir sind hier noch meilenweit vom Allzeithoch 2022 weg. Also auch hier konnten die USA, die US-Börsen deutlich Taiwan outperformen. Generell die Developed Markets sind viel besser gelaufen als jetzt hier dieses Schwellenland. Also gilt im Prinzip ja eigentlich das Ähnliche, was wir gerade schon gesehen haben. Von dem her, ja, keine wirkliche Überraschung. Also es gilt eigentlich für alle Emerging Markets, die jetzt hier in anderen Währungen gehandelt werden. Kann man sich auch noch in Taiwan Dollar anschauen. Da ist einfach die Underperformance deutlich, weil der US-Dollar einfach so stark geworden ist, beziehungsweise auch so eine starke Währung ist. Gerade wenn man sich hier nochmal den US-Dollar im Vergleich zu indischen Rupien anschauen, Rupee, dann sehen wir eben auch diese rasante Aufwertung vom US-Dollar im Vergleich zu Rupien und das spielt natürlich dann auch hier in diesen Nifty-Index mit rein. Deswegen ist es auch nicht ja, mein Favorit jetzt dieses Emerging Markets Ding. Da muss man auf jeden Fall Chancen und Risiken abwägen. Für mich, ja, großer Minuspunkt eben dieses Währungsrisiko und diese politische Instabilität. Ja, zusätzlich natürlich, also die Marktliquidität führt natürlich auch dazu, dass viele Aktien, viele Länder, Index oder ähnliches ja gar nicht zu handeln sind. Also da sind auch viele Unternehmen gar nicht an der Börse und wenn, dann ist es sehr, sehr schwierig, die zu handeln. Also das sind ja alles nochmal Punkte, die erschwerend hinzukommen und so ein breiter ETF würde jetzt für mich tatsächlich nicht in Frage kommen, weil, wie schon gesagt, also mir wäre der China-Anteil viel zu hoch. Ich habe auch schon mal ein breites Video zu China gemacht. Halte sehr wenig von China tatsächlich, auch wenn da sicherlich ein, zwei, drei Aktien nicht schlecht sind. Aber in der Masse halte ich da sehr wenig davon. Glaube, dass da die politischen Risiken ja überwiegen. Aber es ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Also da auch gerne mal, wenn du da eine andere hast. Darum geht es ja hier auch jetzt unbedingt mal in die Kommentare schreiben, ja, ob du China vielleicht sogar in den nächsten Jahren deutlich weiter vorne siehst als die USA. Genau, und ich habe jetzt ja auch hier noch eine Einzelaktie dabei, die besonders gut gefällt. Aber bevor wir dazu kommen, wenn du noch auf der Suche bist nach einem Broker, dann kann ich dir Finanznet Zero empfehlen. Gerne mal in der Beschreibung oder im ersten angepinnten Kommentar auschecken und mich damit indirekt unterstützen. Danke dir. Also ich habe mir jetzt ein Unternehmen rausgepickt und zwar Infosys. Das ist ein IT-Dienstleister, IT-Berater aus Indien, ein sehr spannendes Unternehmen, hat auch eine unglaublich gute Performance hingelegt in den letzten 10 Jahren. Also können wir hier sehen, 186% mit Dividende 231%, also sehr spannende Aktie auch. Gibt es natürlich auch bei wenigen Brokern zu handeln. Die Bewertung ist tatsächlich jetzt auch gerade attraktiv.
fairer Wert, wir sind sogar unterm fairen Wert angekommen. Also wer eine einzelne indische Aktie sucht, kann sich die mal genauer anschauen. Ja, wollte jetzt einfach nur mal eine rauspicken, die mir persönlich relativ gut gefällt. Also man kann natürlich auch einfach ja, von diesem breiten ETF weggehen und sich überlegen, ja, welche Unternehmen oder welche Länder haben denn die besten Möglichkeiten, auch ein gutes Wachstum hinzulegen. Ja, welche sind am stabilsten? Wo passt auch einfach vielleicht die Marktliquidität? Also so würde ich an dieses Thema rangehen. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, Indien finde ich da besonders spannend, aber da wäre es jetzt auch an der Zeit, ja, deine Meinung dazu dazulassen, vor allem auch vielleicht mal ja, für dich zu eruieren, ob auch eine Investition in Emerging Markets in Frage kommt. Ja, aber das war's für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt Abo dalassen, auf keinen Fall vergessen. Dann wird auch dieses Video neuen Leuten vorgeschlagen und natürlich Daumen nach oben. Ja, danke dir für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.